Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich bin mit meinen zwei Hunden und meinem Camper unterwegs durch Europa. Aktuell auf der Insel Elafonisos in Griechenland. Eine wunderschöne Insel. Ich laufe jetzt hier mal durch die Dünen mit euch und dann zeige ich euch ab und zu mal was, wo ich bin. Aber ich möchte über meine innere Reise reden und nicht über die äußere Reise. Ich versuche das ein bisschen zu verbinden, aber der Fokus wird jetzt immer mehr auf meine innere Reise sein, weil ich nicht mehr so viel reise aktuell und ich das Gefühl habe, dass ich da mehr zu geben habe. Ähm, Wenn ihr natürlich mehr über die Umgebung und so erfahren möchtet, da gibt es genug Stoff im Internet. Aber ja, ich werde das nur nebenbei jetzt nur noch machen, denke ich. Oder in meinen Kurzvideos zeige ich das dann etwas schöner. Also, worüber möchte ich heute reden? Also, ich habe schon die ganze Zeit im Kopf Simplify Your Life. Also vereinfache dein Leben. Das ist eigentlich immer mein Motto gewesen. Ich habe aber zwischendurch natürlich auch mein Leben ein bisschen verkompliziert. Das ist interessant zu sehen. Aktuell bin ich ja davon dabei oder bin schon fast am Abschluss, mich von allem zu lösen, was mir nicht gut tut vor allem. Und fühle mich dadurch freier und lebendiger, weniger Sorgen, weniger Probleme und weniger Kosten. Und deshalb kann ich so ein Leben führen, wie ich hier gerade führe. Wie bin ich da hingekommen? Oder was kann ich raten, wie man da hinkommt? Also, oder wie bin ich dazu gekommen, da mir immer Gedanken drüber zu machen? Also es fing schon früh an bei mir. Also das fing wirklich mal früh an. Ansonsten fing bei mir der Prozess hauptsächlich so vor 5 Jahren, 6 Jahren an. Ähm, also, ich laufe jetzt hier rum, meine Hunde, die streuen dann gerade durch die Dünen. Aber die kommen da hinten, im Hintergrund. Sind glücklich hier rumzulaufen. Ähm, Die haben auch ein ganz einfaches Leben. Die haben keine Sorgen, die haben keinen Besitz, die sind ganz frei. Die müssen nur gucken, wie sie ans Essen kommen. Und das ist alles. Da haben sie zum Glück mich gefunden. Also als ich Anfang 20 war, so, oder 20, da bin ich in Kontakt mit Simplify Your Life Hörbuch gekommen von Werner Tiki Küstenmacher. Richtig schön. Also der beschreibt das richtig schön. Also meine Mutter oder mein Bruder haben das als Hörbuch gehabt und dann haben sie es mir kopiert und geschenkt. Ich glaube beide. Einer nach dem anderen, ich weiß es nicht mehr. Weil ich hatte eine Zeit lang keinen Kontakt und dann hat der andere mir das auch nochmal gegeben. Ich weiß nicht, ob sie selber danach jetzt leben. Nicht so sehr vielleicht, aber nicht so krass wie ich jetzt, ne? Natürlich. Was ich jetzt mache, ist schon etwas krasser, dass ich komplett Deutschland verlassen habe und alles hinter mir gelassen habe. Keine Wohnung, kein Job und lebe in meinem Camper. Also Werner Tiki Küstenmacher hat in seinem Hörbuch beschrieben, wie man im konventionellen Leben, wie man da sich das Leben ein bisschen einfacher gestalten kann mit
Schubladensystemen und mehr Ordnung und sowas. Und wenn du Sachen zum Beispiel nicht brauchst, dann tu es weg. Da hat er auch ein bestimmtes System beschrieben. Wenn man zum Beispiel, man schaut sich jedes Teil an, fasst das nur einmal an und legt es auf einen bestimmten Stapel. Entweder zu verschenken, zu verkaufen, was noch Mehrwert hat, oder wegwerfen und oder behalten. Und wenn der Stapel behalten, sage ich mal, da Gegenstände sind, wo du länger als ein Jahr nichts damit gemacht hast, zum Beispiel Sachen, Gegenstände im Keller vor allem, dann musst du ja auch nochmal überlegen, verschenken, verkaufen oder noch ein Jahr behalten. So, wenn du ein zweites Jahr nochmal behalten hast und hast es immer noch nicht benutzt, dann solltest du es auf jeden Fall abgeben, verkaufen. Verschenken wirst du es wahrscheinlich dann nicht, weil es wahrscheinlich zu viel Wert für dich hat. Natürlich, wenn du persönliche Gegenstände hast, dann behältst du es wahrscheinlich noch. Das musst du dann für dich nach und nach immer so machen. Und dann hast du schon weniger Kram. Weil der ganze Kram, die ganze Unordnung im Haus oder in der Wohnung oder im Garten, der belastet einen. Weil dann ist es halt, da findest du andere Sachen nicht mehr, die du brauchst, weil du zu viel Kram hast. Und wenn du zu viel Kram im Außen hast, hast du auch zu viel Kram im Innen, also im Kopf. Hast du Unordnung im Außen, hast du Unordnung im Kopf. Und dann kannst du dich schlecht konzentrieren oder bist verwirrt oder was auch immer. So, das ist das ist eine praktische Methode. Ne? Mir ist aufgefallen, jetzt in meinem Leben habe ich, seitdem ich selbstständig geworden bin, also raus aus dem Elternhaus und dass ich mir immer mehr aufgelastet habe. Also wirklich mehr Besitz. Immer mehr. Erst hatte ich ein 12 Quadratmeter Zimmer als Student. Da ging es ja noch. Dann hatte ich eine Wohnung mit meiner damaligen Freundin in Siegburg. Da hat man ein bisschen mehr Platz. Dann, ja, je mehr Platz man hat, desto mehr Kram sammelt man sich an, weil du hast ja den Platz. Danach hatte ich noch eine größere Wohnung, auf einmal 111 Quadratmeter in Pulheim. Also das war schon, da habe ich schon gemerkt, wow, ich habe ja noch mehr Platz, also noch mehr Möbel gekauft. Und dann hatte ich die Möbel und da hatte ich noch Platz natürlich für den ganzen alten Kram, den ich immer von Wohnung zu Wohnung mitgeschleppt habe. Und habe dann immer bei jedem Umzug bemerkt, boah, habe das nie gebraucht, aber ich kann mich nicht von lösen. Es nimmt auch Zeit, sich davon zu trennen. Ach komm, tu in den Schrank, tu in den Keller und dann schleppst du es wieder mit. Jeder Umzug wird aufwendiger. Dann bin ich nach München gezogen und da hatte ich dann auf einmal nur noch eine 65 Quadratmeter Wohnung, also fast die Hälfte. Und da habe ich mich schon von der Hälfte trennen müssen. Und das war der erste Schritt der Erleichterung. Ich möchte euch mal diese wunderbare Dünenlandschaft zeigen. Wo wir gerade durchlaufen. Ich komme mir so ein bisschen vor wie in der Wüste.
Allerdings sind es heute nur noch, ich glaube, 10 Grad, windig. Die nächsten Tage wird es auch so bleiben, leider. Da hinten ist das Meer. Ja, den Umzug habe ich quasi ohne Möbel gemacht, weil ich alles verkauft habe oder verschenkt. Und dann nach einem 3-monatigen Urlaub, zwischen dem Jobwechsel hatte ich mir die Zeit genommen, habe ich ja, den Urlaub habe ich mit dem VW Caddy gemacht. Da hatte ich noch nicht den Camper. Und da habe ich gemerkt, wow, in den 3 Monaten habe ich nichts vermisst von all den materiellen Dingen, die ich habe. Ich hatte ja nicht mehr viel, also eigentlich. Ich habe echt nichts mehr vermisst. Und ich hätte auch in so einem VW Caddy leben können. Wenn es draußen warm ist und trocken, dann reicht mir das. Aber es ist leider im Winter nicht so immer hier in Europa. Aber dann könnte man ja auch mit so einem Wagen auch noch weiterfahren. Also wenn ich jetzt nicht 2 Hunde hätte, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber jetzt habe ich halt diesen Camper. Das ist auch eine Story. Aber da habe ich mir natürlich wieder mehr Besitz angelastet. Aber erzähle ich gleich noch zu was. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, als ich dann in München wohnte, dass ich schon viel weniger Arbeit im Haushalt hatte. Also weniger saugen, weniger putzen, weniger Staubwischen, weniger materielle Dinge. Natürlich war der Keller voll. Und das hat mich dann auch schon etwas genervt nach und nach. Aber ich habe mich dann nicht mehr darum gekümmert. Jetzt, wo ich alles hinter mir gelassen habe, also das war jetzt so schrittchenweise, habe ich mich von den Sachen jetzt gelöst dadurch. Und ja, ich vermisse absolut nichts. Gar nichts. Null. Die allerwichtigsten Sachen habe ich mit. Und selbst da bin ich dabei, mich zu lösen, weil ich merke, ich habe einfach zu viele Klamotten, die ich nicht anziehe. Ist mir aufgefallen, als ich dann den Camper gekauft habe, oder ich hatte zwischendurch auch einen anderen Wagen, einen Neuwagen. Oder dann hatte ich auf einmal zwei Autos. Ich glaube, ich hatte nur 2 Autos parallel, weil ich hatte auch noch einen dritten. Ja, genau. Ähm, aber da ist mir dann schon aufgefallen, wow, 2 Autos, zweimal Versicherung, zweimal Steuer, zweimal TÜV, zweimal Inspektion, zweimal was auch immer, zweimal waschen, doppelte Arbeit einfach, doppelte Kosten. Und da ist es schon krass aufgefallen. Das ist ja logisch, ne? Doppelt so viel Besitz, doppelt so viel Arbeit, doppelt so viel Kosten, doppelt so viel Sorgen. Was bist du denn hier? Oh, du bist aber so ein süßer. Der Gordy ist echt ein super, super Hund. Willst du gestreichelt werden oder was? Ach, der Buddy, der ist so immer hier auf Abwägen, auf Häschenjagd. Im Hintergrund seht ihr den? Na? Ja, mal hier, Pfötchen. Ihr müsst den Blick mal sehen hier. Ja, das ist ein guter. Ach Gotti. Ach, jetzt will der hier gestreichelt werden. Ich halte dabei das Mikrofon in der Hand. Sitzt er hier vor mir. Ach, wir gehen einfach weiter. Upsala. Dann ist mir hier aufgefallen, sobald ich meine Tür aufmache,
habe ich meinen Garten, meinen eigenen Garten vor mir. Oder jetzt hier meine eigene Dünenlandschaft oder einen eigenen Strand, meinen eigenen Pool. Aber ich muss mich nicht drum kümmern. Ich muss keine Blumen kaufen, ich muss keine Erde kaufen, ich muss keinen Dünger kaufen, ich muss die Pflanzen nicht gießen. Also damit ist man ja wirklich echt beschäftigt, wenn du einen großen Garten hast zum Beispiel. Da bist du ja nur beschäftigt. Du musst die Pflanzen schneiden. Natürlich, für viele ist das einfach ein Hobby. Die machen das gerne und das ist auch in Ordnung. Also für mich war das auf jeden Fall auch nochmal ein Augenöffner. Persönlich fühle ich mich dadurch jetzt freier, hier zu sein, einfach unterwegs. Ich habe jetzt nur noch den Camper, nur noch das, was da drin ist. Und ich weiß, wo alles ist. Ich finde das dann, obwohl ich suche auch noch, weil ich auch noch sehr viel Unordnung habe und zu viel Kram dabei. Also, ja. Ja, dazu gehört auch weniger Verträge zu haben. Also sei es Versicherungen oder irgendwelche anderen Verträge. Versuch auch da weniger zu haben. Also schau dir einfach mal deine Post an und dann guckst du mal, was dich da belastet. Und davon löst du dich einfach. Mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe so viel Post immer und jedes Mal stieg mein Puls, wenn ich wieder irgendwelche Rechnungen hatte. Und jetzt habe ich das auch nicht mehr. Also ich habe immer noch ein paar Sachen, klar, aber nicht mehr so extrem. Und das geht auch, wenn man Familie hat. Ich kenne Familien, die machen das. Die haben 3 kleine Kinder oder so. Die machen diese Reise. Oder leben in einer Gemeinschaft. Oder eine alleinerziehende Mutter, die reist regelmäßig über den Winter nach Goa und hat da mega Leben. Das ist wirklich günstig, wenn man einmal da ist. Der Flug kostet natürlich jetzt etwas mehr als damals, aber wenn man einmal da ist, dann die Lebenshaltungskosten sind sowas von gering. Und sie hat einfach ein glückliches Leben. Und darum geht es doch hier im Leben, oder? Glücklich und gesund zu sein und den Weg dahin zu finden. Und ja, ach, da fällt mir noch eine Anekdote ein. Mein Neffe, der ist Anfang 20, der hatte schon vor ein paar Jahren ein richtig freies Leben und hat sich seine Einnahmen nebenbei generiert über verschiedene Sachen. Und also ich grüße dich, Julian, du guckst ja sicherlich zu. Und jetzt kommt er immer mehr in dieses System. Er will mehr Geld, er muss jetzt Steuern zahlen und er muss dann das und dann hat er mehr Kosten. Er hat jetzt eine Wohnung, ein großes Haus hat er sogar mit einem Freund. Und was ist denn da los? Der Gordy hat den Buddy wieder ein bisschen zu sehr angegriffen. Was soll das? Gordy. Ja, komm mal hier. Alles gut, ne? Weil der Buddy, der ist schon hart im Nehmen, der jault nicht so schnell. Ja, auf jeden Fall hat er mir dann erzählt, ja, ich muss ja dann noch hier und da und das bezahlen und hier und das muss ich noch verdienen und das. Jetzt kommt er langsam in Stress und wird immer unfreier. Und in der gleichen Zeit
gehe ich diesen Weg und mache mich frei. Und das ist genau das Gegenteil. Und habe dann gemerkt, okay, als junger Mensch bist du noch frei, recht frei und sorgenfrei auch. Dann kommst du langsam auf die eigenen Beine und dann kommst du in den Trott des Systems. Und dann manchmal wird man so abhängig, dass man fast gar nicht mehr wieder rauskommt. Das ist schon schwer, wieder rauszukommen. Und ja, ich habe diesen Weg dann gemacht. Also es ist möglich natürlich. Also mit Familie ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man Kinder hat. Aber selbst die kann man aus der Schule nehmen. Da kenne ich genug Leute, die das gemacht haben. Und die lernen frei, die Kinder jetzt im Ausland. Beim Spielen, da gibt es keine Schule, also für die. Also die Eltern bringen denen das bei, was sie brauchen. Und die Kinder zeigen Interesse ganz anders. Also in der Schule lernt man sowieso noch Schwachsinn, was du später nicht brauchst. Vor allem, du hast nicht nur weniger Sorgen und weniger Kosten, sondern du hast, und das ist das Schönste dabei, du hast mehr Zeit für dich. Für die wahren Dinge des Lebens, für die Dinge, die du machen möchtest, hast du dann Zeit. Und ja, für alles, was du sonst keine Zeit hast, kannst du dann machen. Ja? Sei es meditieren, sei es Fitness machen oder Yoga oder andere schöne Dinge, die du unternehmen möchtest. Da musst du nicht am Wochenende Hausputz machen, sondern dann bist du schon am See und genießt. Okay? Also, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich werde jetzt zurückgehen zum Camper und dann gibt es Frühstück. Also, grüß euch und bis bald.